Ein Tiny House mit GEG-Zulassung, das geht, sagt er, kostet ein kleines bisschen mehr, denn die Wärmedämmung hier ist bis minus 15 Grad. Und man kann aber die Dämmung auch so ausrichten, dass sie nach GEG-Norm geht. Ganz wichtig für eine Baugenehmigung. Da gilt noch ein bisschen mehr, Dachform, Farbe und so weiter und so fort. Aber du sagst, ihr habt schon oft Baugenehmigungen durchbekommen, oder? In der Regel grundsätzlich. Wenn das Flurfenster das erlaubt, das heißt, das Baufenster ist da und der Bauantrag ist dann möglich vom Seiten der Käufer her. Wir bieten auf jeden Fall alle Gebäude, die wir haben, nach GEG an, sprich KfW geförderte Häuser. So, das ist jetzt ein bisschen gemein. Man würde sie normalerweise, wenn sie eingebaut werden, fest umbauen mit einer außenliegenden, umlaufenden Terrasse. Das erweitert den Raum nochmal. Jetzt stehen sie hier natürlich so ein kleines bisschen, nicht ganz so Schmuck, aber man muss sich das schon vorstellen können. Später, wenn das umbaut wird mit allem drum und dran, das ist schon sehr schick, oder? Das ist schon wirklich schick. Wie gesagt, bei uns, wir haben einen sehr, sehr hohen Absatz hier. Die Häuser kommen rein, werden gesehen und die Leute haben wirklich alles aus der Zeit heutzutage. Die wollen das sehen, kaufen und deshalb wird das gar nicht erst schön drapiert, sag ich mir mal. Trendfarbe schwarz, die hast du auch im Programm, die gucken wir uns später ein bisschen an. Ja. Aber du sagst, das Weiße heizt sich im Sommer auch nicht so ganz auf. Denn so ein kleines bisschen macht die Farbe dann auch noch was, meinst du, oder? Ja, ist gar nicht so sehr. Wir haben ja eine starke Lüftung, das heißt, das drückt gar nicht so sehr von der Fassade her das heißt, wenn es heiß wird von außen, die warme Luft, die steigt nach oben raus, oder? Genau, richtig. Das heizt das Haus gar nicht so sehr auf. Das ist eben die Dachfläche, wenn sie eben dunkel ist. Hier haben wir mal ein helles Dach gewählt. Dann ist das eher zu merken, klar. Häuser, die nicht nach GEG gebaut werden, heizen sich grundsätzlich auf, weil der Korpus eben nicht so geschützt ist wie beim normalen GEG-Haus. Aber da kann man, wie gesagt, mit einer Klimaanlage gegensteuern. So, das kann man machen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man macht einen Bauantrag, kriegt eine Zuweisung, kann das auf ein eigenes Grundstück stellen oder man geht auf zugewiesene Stellplätze, die, ich sag mal, einfachere Voraussetzungen haben. Das heißt also Thema Zweitwohnsitz. Ja, genau richtig. Die bieten wir auch an. Wir haben sehr, sehr viele Grundstücke deutschlandweit, kommen immer mal welche rein, andere gehen wieder. Wie gesagt, das ist sehr, sehr hoch, die Anfrage. Aber grundsätzlich, diese Mobilheime dürfen auf Mobilheimplätze ganz normal stehen. Kann man auch ganzjährig, wie gesagt, drin wohnen. Aber auf privaten Grundstück, wie du eben schon erzählt hattest, benötigt man natürlich einen Bauantrag, die Genehmigung und dann wird nach GEG gebaut. Flachdach bauen die auch? Ja, wir bauen Flachdach, versetzte Firstlinie, Pultdach, Satteldach, also alles ist möglich. Also egal was drinsteht im Bebauungsplan, das kriegt ihr hin, oder? Genau, richtig, weil oftmals der Bebauungsplan ja auch vorgibt, welche Dachform gegeben ist. Wenn du jetzt im Umkreis 15 Satteldächer hast und du willst ein Flachdach, dann wird es eher nicht genehmigt. Das sollte schon ein bisschen ins Stadtbild passen. So, hier stehen wir. Lark kommt aus Polen. Du sagst, die Produktionsqualität ist auf einen Millimeter genau, alles CNC gesteuert. Das ist nicht nur auf einen Millimeter, das ist wirklich schon auf einen Zehntelmillimeter auch produziert, geschnitten. Gerade das ganze Möbel, was gebaut wird, die Schränke wird ja eben, wie gesagt, alles im Werk produziert. Muss natürlich auf einen Zehntelmillimeter funktionieren, sonst hat man nachher Kanten. So, das ist pflegeleicht. Auch Holz hier außen? Nein, hier ist eine Kunststofffassade. Das ist eigentlich auch die gängigste Fassade, Kunststoff. Wir bieten natürlich auch in Holzoptiken an. Ist natürlich absolut pflegeleicht. Und viele Leute haben Bedenken mit der Langlebigkeit. Wir arbeiten mit Vinylit und mit Vox zusammen. Das sind Europa führendste Unternehmen für Kunststofffassaden. Da passiert überhaupt nichts die nächsten 20, 25 Jahre. Man hat da keinen Farbverlust, kein gar nichts. Ich zeige das mal gerade. Also wenn man das machen möchte, hier vorne ist eine Holzfassade, haben wir ein eigenes Video darüber gemacht. Da muss ich pflegen. Das muss man pflegen und das ist schon intensiver und gerade wenn man ein bisschen älter wird, würde ich immer sagen, Mensch, nimm doch lieber eine Kunststofffassade, die eine Holzoptik hat. Das geht auch? Ja, unbedingt. Zeige ich nachher auch gerne mal. So, das heißt, man kann die Fassade außen wählen. Auch hier bin ich nicht dauerhaft, sondern ich kann sogar das Mobilheim verkaufen, kann mir ein neues kaufen später. Eine Stahlunterkonstruktion ist drunter? Genau, voll verzinktes Chassis, die haben sogar ein eigenes Patent, die Firma Lark. Das ist eine geschraubte Fassade, geschraubtes Chassis. Also ist schon sehr, sehr durchdacht. Ja, man sieht gar keine Schrauben hier außen. Nein. Also alles ist wahrscheinlich geklebt, gesteckt oder wie? Das ist ein gesetztes System, das wird verdeckt geschraubt. Und so hat man natürlich dann optisch keine Schraubenbilder. Okay, so. Wir werden noch andere zeigen, die etwas dunkler sind, auch ohne Satteldach in dem Fall. Und bin mal sehr gespannt. Auch hier ein Eingang. Ja. So, die Treppe auf Wunsch, kriegt man die von dir? Ja, Granittreppen in dem Fall mal. Haben wir als Deko-Treppe mal eingebaut. So, die kannst du organisieren. Genau. Und auch hier nehme ich an, standardmäßig ist eine Gastherme dabei. Ja, hier ist eine Gastherme verbaut. Das Haus hat keine Klimaanlage, aber wenn du reinkommst, merkst du selber, das ist der einzige Heizkörper, der jetzt das Haus heizt hier auf kleinste Stufe und das Haus ist wirklich enorm warm hier drin.
Krass. Ja. Gut, draußen haben wir 12 Grad, das wären auch, ich sag mal jetzt im Moment haben wir 9 Grad draußen. Ja. Also für die Übergangszeit auf jeden Fall. Wärmepumpe. 23 jetzt gerade drin. Ja. 23 Grad. Ja, haben wir okay. drin jetzt hier. Luft-Luft-Pumpe geht. Gar nicht, ja, geht auf jeden Fall, haben wir hier nicht verbaut. Wie gesagt, derzeit wird das nur mit diesem einen Heizkörper dort beheizt, weil eine Klimaanlage ist bei diesem Haus nicht vorgesehen. Das wird dann hier alles geheizt später über eine Gastherme. Kann man aber alles einbauen. Die Möbel sind dabei? Alles ist inklusive, genau. Schlafcouch, ja? Ja, Schlafcouch, genau. Ist ausziehbar, das Möbel, das sind Funktionsmöbel. Auch das wird im Werk alles selber produziert, kann man hinstellen, kann man variieren, kann man aneinandersetzen, nebeneinander setzen. Also sind schon tolle Gadgets. Warte, wenn du dich mal gerade da reinsetzt, mal bitte, sei mal so nett. Dann gehe ich mal ganz nach hinten und film mal in den Raum rein, dass man mal das Raumvolumen hier sieht, denn es ist ein extrem offener Grundriss. Dadurch wirkt das sehr, sehr groß. Ja, wenn ich jetzt überlege, dass du vielleicht, wenn du jetzt ein bisschen älter bist, in einer kleinen Wohnung wohnst, ja, alles in Beton umgeben mit allem drum und dran, da ist das hier, ja, guck mal hier raus. Jetzt musst du dir nur noch vorstellen, hier draußen wäre jetzt in Lübeck die Altstadt. Ja, kleine angesetzte Terrasse, mehr braucht man eigentlich nicht. Kleine angesetzte Terrasse, das bietet ihr auf Wunsch mit? Ja, ja, unbedingt, bieten wir auch mit an. So, und dann die Küche, die habt ihr hier in der U-Form gewählt. Genau. Richtig schick, Preis 81.425 €. Auch hier gilt GEG-Norm ein bisschen teurer. Ja, auch wieder aufpreisig, ca. 12.000 bis 15.000 €, aber dann ist es das, ja, rollende Eigentumswohnung ist das denn. So, die Küche ist ordentlich. Ja, die ist wirklich. Die hat wenig Ausstattung bei diesem, weil viele sagen, ich baue selber Maschinen ein, man kann alles vorbereiten. Waschmaschine ist hier nicht eingegeben. Das ist hier eher ein Ferienhaus fürs Wochenende, junges Wohnen, deshalb auch der große Wohn-Essbereich. Dann Hauptaugenmerk auf die kleineren oder auf das Elternschlafzimmer kleiner gewählt und ein bisschen enger. Dafür eben, ja, wie gesagt, wie du gesagt hattest, eben auch optisch weitaus mehr Wohnraum. Warte, ich zeige euch das mal gerade. Also hier käme der Fernseher hin. Ja, genau. Den könnt man hier hinstellen. Dann hier oben noch mal ein bisschen Stauraum. Verdunklungssysteme sind mit dabei. Die Beschattung außen geht. Alles geht, wir bauen Plissés an, das ist alles möglich. Von außen. Ja. Fliegengitter, wie sieht es damit Aber aus? auch, hat das letzte Haus eben auch gehabt. Das ganze Haus wird auch geliefert mit Fliegengittersystem komplett. Also das ist auch jedem Kundenwunsch. So, auch hier stelle ich mich mal gerade in die Ecke. Wenn du noch mal kurz da reingehst in die Ecke, bitte. Dann könnt ihr noch mal das Raumgefühl sehen. Also da. das ist schon wirklich groß. So, stell dich mal kurz vor. Wer bist du, was hast du gemacht? Ja, ich bin Norbert Lehmkuhl, einer der Geschäftsführer von Mobilheime Lübeck. Habe noch einen Geschäftspartner, den Jaroslav Lies. Wir sind hier mit 5 Personen, arbeiten in unserer Halle hier, ja, und freuen uns jeden Tag des Lebens, dass es so schön läuft und Spaß macht. So, was hast du gelernt? Ich bin selber Kaufmann und habe aber Autodidakt, bin ich seit fast 29 Jahren Zimmermann, auch mit eigens geführter Zimmerei, also habe da Grundwissen auf jeden Fall. Ja, das befürchte ich, ja. Ja, ich auch. Das ist natürlich, wenn man das so lange macht, das Ganze sieht. Es gibt ja auf dem Markt auch viel Schrott, muss man sagen. Also es gibt nicht nur die Premium-Hersteller wie Lark oder so. Leider, es ist leider so, wie gesagt, das ist eben Hauptaugenmerk, da achte ich drauf und gerade die feinsten Sachen, es geht immer hier um viel, viel Geld, deshalb sage ich immer, kommt und vergleicht, wir zeigen die Wandaufbauten, wir schicken auch Leute zu anderen Herstellern hin, die Namen, den nenne ich natürlich jetzt nicht, sag, vergleicht die Häuser, die Herrschaften kommen dann eigentlich auch wieder. So, was ist da drin hier unter den? Hier sind alles nur Schrankeinheiten, das ist also keine große Elektro angegeben. Die haben aber Normmaße, da kann ich dann einbauen. Genau, auch das eine Normmaß von 60 oder dann 45, weil du eben was reinrüsten möchtest, Wasserführung, also Geschirrspülmaschine, du kannst alles nachrüsten. Weil Das ist schon entsprechend vorgerüstet. Siffungs und gar nicht vorgerüstet ist bei so einem Holzrahmenhaus ja natürlich ganz, ganz einfach. Man setzt durch, versiegelt das und schon hat man entsprechende Anschlüsse. Das ist, ja, es ist ganz, ganz einfach nachzulegen. und das friert nicht ein? Oder? Nein, nein, gar nicht. Wir haben Rohrbegleitheizungen, die sind natürlich dann winterfest komplett, ist gar kein Problem. Okay. Ja, du sagst alles so, kein Problem hier. Die meisten Leute machen sich ja riesen Gedanken drum, dass alles schwierig ist. Ich nehme an, der Grundriss hier für 4 Personen dann? Der hat auch wieder 10x4, genau. Das Haus ist auch. Die Bettmaße hier, was haben wir? Das ist 1,40er Bett ist das. Und man sieht das auch, das Schlafzimmer. Ich sage mal, das ist junges Wohnen. Das ist wirklich ein bisschen enger gehalten. Gerade Einstiege links und rechts ist eben, aber das ist eben Hauptaugenmerk auf das der große Wohn-Essbereich. Ja gut, tiny halt. Ja. Ja, genau, klein, genau. So, das Ganze ist aktiv auch belüftet. Das heißt also, die Feuchtigkeit rauszukriegen. Ja. Das ist ja manchmal so, die Leute kommen auf die witzigsten Ideen, wie zum Beispiel irgendwas trocknen, innen. Ja, Heizung an und Fenster zu. Ja, genau. Toll, oder? Ja, wirklich toll, ja. Und wundern sich, wenn das nachher die Wände runterläuft. Man sollte so ein Haus natürlich auch aktiv belüften, denn blauer Test wird das gehen bei GG. Ja, musst du. Also bieten wir auch an, gar kein Problem, die Blauer-Tests.
So, da vorne ist die Belüftung drin. Das heißt, ihr habt eine aktive Zwangsbelüftung. Ja, genau, richtig. Die ist, glaube ich, auch vorgeschrieben, oder? Ja, die gibt der deutsche TÜV auch vor, genau. Wegen der Gastherme, nehme ich an, ne? Ja, insgesamt auch ein Luftaustausch. Okay. Der ist ganz, ganz wichtig. Hier haben wir eine großer Schrankeinheit, genau. Hier in dem Schrank ist dann mal der Stromkasten mit bei. Aber auch das ist eine wahlweise Möglichkeit. Kann man auch woanders anordnen. So, der ist mit dabei. Der hat natürlich auch eine Zulassung vom deutschen TÜV, der Strom? Ja, natürlich. Alles ist deutsch TÜV zertifiziert von TÜV Rheinland. Das ist alles auf sicherer, guten deutschen Seite. So, auf der anderen Seite einmal gespiegelt, nehme ich an. Ja. Hier. Ein bisschen größer. Ja, genau. Auch wieder ein breites Kinderzimmer. Oh, toll. Ja. So, die Betten 80 cm. Das sind 80 cm Betten, genau. Hier ist noch ein Schreibtisch mit angeordnet. Das ist also schon ein bisschen multifunktioneller. 80 cm Betten. So, und dann hast du hier auf der linken Seite hast du deinen. Ja, du ehrlich als Arbeitszimmer, Schlafzimmer, vielleicht auch jemand, der getrennt 2 Zimmer haben möchte, eine schnarcht. Genau, Pärchen, die dann doch nicht zusammenschlafen, soll es ja auch geben. Richtig, ja. Genau. Und man hat auch hier die Möglichkeit, nicht die festen Betten zu wählen, sondern Schrankbetten, die man dann eben Klappe hat. Hat dann hinten raus natürlich noch mehr Stauraum wieder. Warte, ich zeig's mal. Also, all das ist dabei. Das heißt auch Kissen, alles. Alles, was du siehst. Alles, was ich sehe. Komplett. Mit Schranken, mit allen Häusern. So, Deko ist auch dabei. Ja, aber selbstverständlich. So. Das macht ja den Preis. Das macht den Preis. So, ein kleiner Tisch ist hier mit drin. Ja. Ein Schreibtisch. Funktion. Ja, klein, aber fein. Ja. Oft sind ja Leute unterwegs mit dem Reisemobil. Das heißt, die reisen das ganze Jahr über, die brauchen vielleicht nichts Großes, wollen aber trotzdem was Festes haben. Genau. Das ist hier eine tolle Lösung, oder? Die Herrschaften wollen so im Umkreis von 4-5 Stunden wollen die irgendwie eine Bleibe haben, wo die ankommen, bestenfalls am Wasser irgendwo. Ja, ein schönes Ferienhaus. Mäuse, Ungeziefer, Problem? Gar nichts. Wir haben nichts. unten Nagerschutzplatten drunter, es kann nichts passieren. So. Das wäre nämlich meine Frage gewesen. Wer jemals Mäuse im Wohnmobil hatte, Ja. der weiß, wie unangenehm das ist. Schrank, wenn du den mal gerade für mich aufmachst, bitte. Kurz mal zeigen. Auch hier sind Heizkörper drin. Das heißt, das ganze Haus hat eine Gastherme mit warmem Wasser. Genau. Das heißt, ich bräuchte jetzt nur noch einen Propangasanbieter mit einem externen Tank, einen kleinen. Ja, entweder nimmst du diese Flaschengas, diese 33 Kilo Flaschen, die kann man als Bypass hinstellen, 2 Stück angesetzt oder irgendwann setzt einen Tank rein. Das geht auch. Ja, unbedingt. So, das hält auch sehr lange, habe ich nämlich festgestellt. In der Übergangszeit, die 33 Kilo, 2 Stück, da kannst du schon mal 2 Monate heizen. Ja, Zeit kannst du immer nicht angeben. Der eine friert bei 18, der andere bei 23 Grad, aber halten wirklich lange. Ansonsten bietet sich das eben an, einen Gastank zu setzen mit einigen 1000 Litern. Dann hat man gleich seine Ruhe. So, und das ist die Dusche. Da habt ihr viel Wert drauf gelegt, denn die werden ja im gewerblichen Bereich eingesetzt und da muss ja alles halten, weißt du? Da gehen Mieter auch mal rein und raus mit allem drum und dran und so sind die auch gebaut, dass sie auf lange Zeit funktionieren. Ja, genau. Hier haben wir eine Fertigkabine gewählt. Das sieht man auch an den Ecken oben. Das ist also komplett auszuduschen. Das ist absolut wasserdicht. Auch die Wände im hinteren Bereich, im Fußbodenbereich ist alles unter Membran gesetzt. Das gibt auch der deutsche TÜV vor. Machen auch leider nicht alle Hersteller, bis da dann Versicherungsfall eintritt. Das ist also wirklich ein wasserdichtes Membran. Das heißt, sollte mal was passieren, was weiß ich, der spitze Hammer fällt rein, geht kaputt und die duschen trotzdem weiter, dann ist noch eine Membran noch mal drunter. Genau, und wenn du wasserführende Leitung hast, die dann eher reinlaufen würden oder in die Wand verlaufen könnten, wird es dann erstmal in das Bad geleitet und schon sieht jeder, Mensch, da ist ein kleiner Schaden, müssen wir beigehen. Okay, also ich denke, dass das Haus hier unglaublich gewinnt, wenn du außen was drumherum baust, eine Veranda, eine Terrasse, irgendwas anderes. Ja. Das müsst ihr euch einfach vorstellen. Also das ist ganz wichtig, weil wenn sie hier so stehen, ein bisschen nackt in der Halle, das ist manchmal ein bisschen schade, wenn Grundstück, Rasen davor, andere Sachen und so weiter, das macht nochmal viel aus, oder? Aber das siehst du gleich beim nächsten Haus, da haben wir Terrasse und Veranda verbaut. Sehr schön. So, hier sind wir. Murano, gell? Heißt das? Ja. Murano und der Hersteller Lag. Das Ganze findet ihr, so, das ist das Schild hier und ich könnte mal, ich überlege mal gerade, hast du irgendwo ein Schild hier vorne, ist es, Mobilheime Lübeck. Ja. So, wenn ihr das googelt, kommt ihr direkt auf die Seite drauf, ansonsten mobilheimelübeck.de und wir filmen heute am 24. Ja, Samstag. Ja, du hast extra aufgemacht für mich, das finde ich cool, danke dir erstmal herzlich, aber Gerne, wenn gerne. ich jetzt einen Termin haben möchte, am besten vorher anrufen, auf die Webseite gehen. Ja, unbedingt anrufen, Termin vereinbaren. Wie gesagt, wir nehmen uns viel Zeit für die Kunden und die haben viele Fragen, wir aber entsprechend auch, gerade weil es um sehr, sehr viel Geld hierbei geht. Das muss schon alles ein bisschen hinterfragt werden und da ist dann eben das Verkaufen doch zweitrangiger. Könnt ihr helfen bei der Baugenehmigung? Baugenehmigung, Anträge können wir senden. Also wir machen auch die Statiken, die Zeichnungen, alles bieten wir an, um den ganzen Vorgang nachher zu beschleunigen auch. Das ist eine tolle Maschine. Was ist das? Das ist eine alte Drechselmaschine.
Boah, ist ja riesig. Die ist riesig. Da war die ganze Halle von vollgestellt. Und Was wurde hier gemacht früher? hier war Schiffsbau, Windkraftanlagen, also all sowas. Krass. Ja. Ich liebe die Halle. Die hat was, oder? Wir haben die vor 5 Jahren gesehen fast. Das war für mich ganz, ganz wichtig, dass wir diese Halle kriegen. Haben oben diese ganze Büroeinheiten, das siehst du nachher auch nochmal, haben alles ausgebaut. Das waren nur Serverräume. Da habe ich mit meiner Baufirma dann die ganzen Wände gesetzt, mit Elektrik alles neu gesetzt. Und das ist ja ein sehr, sehr schönes Büro. Sehr schön. Mobilheime Lübeck. Guck, hier ist ein Logo. Haben wir es nochmal drauf. Danke fürs Einschalten. Tschüss. Tschüss.